Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über das Studieren in Deutschland und das deutsche Schulsystem. Deutschland ist eines der beliebtesten Länder für internationale Studierende. Es gibt viele Vorteile, aber auch einige Herausforderungen. Ein großer Vorteil ist, dass es keine Studiengebühren an öffentlichen Universitäten gibt. Das spart viel Geld, besonders im Vergleich zu anderen Ländern. Ein weiteres Plus ist die hohe Qualität der Bildung. Deutsche Universitäten genießen weltweit einen guten Ruf. Besonders in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern sind sie führend. Viele Studiengänge bieten auch praxisnahe Inhalte. Besonders Fachhochschulen legen großen Wert auf die Verbindung zur Arbeitswelt. Ein weiteres Highlight ist das duale Studium. Dabei können Studierende arbeiten und gleichzeitig studieren. Das erleichtert den Einstieg in den Beruf erheblich. Zudem gibt es viele Stipendienprogramme für internationale Studierende. Das macht das Studium in Deutschland noch attraktiver. Auch das Leben als Student hier ist sehr spannend. Es gibt viele kulturelle Veranstaltungen und Freizeitangebote, in vielen Städten gibt es günstige Studentenwohnheime. Studierende erhalten auch Rabatte im Nahverkehr. Doch es gibt auch einige Herausforderungen beim Studium in Deutschland. Eine davon ist die deutsche Sprache. Selbst wenn man auf Englisch studiert, braucht man oft Deutschkenntnisse im Alltag. Auch die Bürokratie kann eine echte Hürde sein. Viele internationale Studierende kämpfen mit Anträgen und Behörden. Das stimmt, die Bürokratie in Deutschland kann wirklich kompliziert sein. Besonders bei der Anmeldung an der Uni oder beim Beantragen eines Visums. Viele Formulare sind nur auf Deutsch verfügbar, was es noch schwieriger macht. Ein weiteres Problem ist die Wohnungssuche. In großen Städten sind günstige Wohnungen schwer zu finden. Die Mieten sind oft sehr hoch, besonders in München oder Berlin. Viele Studierende müssen lange pendeln, weil sie nichts Bezahlbares finden. Auch das Studium selbst kann sehr anspruchsvoll sein. Der hohe Leistungsdruck kann für viele eine Herausforderung sein. Besonders Prüfungen sind oft schwer und erfordern viel Vorbereitung. Zudem gibt es in Deutschland eine hohe Abbrecherquote. Viele Studierende schaffen es nicht bis zum Abschluss. Das liegt oft an der strengen Notengebung und hohen Anforderungen. Auch das deutsche Schulsystem hat seine Stärken und Schwächen. Ein Vorteil ist die Vielfalt der Bildungswege. Schüler können je nach Leistung unterschiedliche Schulformen wählen. Gymnasien bereiten auf das Studium vor, während andere Schulen praxisorientierter sind. Besonders das duale Ausbildungssystem ist einzigartig. Es ermöglicht eine Kombination aus Theorie und Praxis. Dadurch finden viele junge Leute leichter einen Job nach der Schule. Ein weiteres Plus ist, dass öffentliche Schulen kostenlos sind. Bildung ist ein Grundrecht und soll für alle zugänglich sein. Allerdings gibt es auch einige Nachteile im deutschen Schulsystem. Einer der größten Kritikpunkte ist die frühe Trennung der Schüler. Schon nach der 4. Klasse wird entschieden, welchen Bildungsweg sie gehen. Diese Entscheidung ist oft viel zu früh für viele Kinder. Nicht alle Kinder entwickeln sich im gleichen Tempo. Dadurch haben manche später weniger Chancen, das Abitur zu machen. Es ist schwierig, von einer Schulform zur anderen zu wechseln. Das macht das System weniger flexibel, auch gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. In jedem Bundesland gelten andere Schulregeln. Die Lehrpläne und Prüfungen sind nicht einheitlich. Das führt zu Ungleichheiten innerhalb Deutschlands. Ein weiteres Problem ist der Lehrermangel. In vielen Schulen fehlen gut ausgebildete Lehrkräfte. Das bedeutet größere Klassen und weniger individuelle Förderung. Auch die Digitalisierung ist noch nicht weit genug entwickelt. Viele Schulen haben keine modernen Technologien oder digitalen Lehrmittel. Der Unterricht findet oft noch auf traditionelle Weise statt, in anderen Ländern wird viel mehr digital unterrichtet. Zudem gibt es oft Probleme mit veralteten Schulgebäuden. Viele Schulen brauchen dringend Renovierungen, Schüler leiden unter schlechten Lernbedingungen. Auch der Leistungsdruck ist in deutschen Schulen hoch.
Besonders auf Gymnasien müssen Schüler viel leisten. Das führt oft zu Stress und Überforderung, viele Schüler fühlen sich durch die Anforderungen unter Druck gesetzt. Es wäre besser, wenn es mehr individuelle Förderung gäbe. So könnten alle Schüler ihr Potenzial besser entfalten. Das sehe ich genauso. Es gibt viele Baustellen im deutschen Bildungssystem. Aber trotz der Nachteile hat das System auch große Stärken. Die Qualität der Hochschulbildung ist hoch. Deutsche Abschlüsse sind weltweit anerkannt. Das macht es leichter, später international zu arbeiten. Auch die Berufschancen in Deutschland sind gut. Viele Absolventen finden hier schnell einen Job, besonders in technischen und medizinischen Berufen gibt es viele Möglichkeiten. Das duale Studium ist ein tolles Modell für die Praxisnähe. Es verbindet akademisches Wissen mit direkter Berufserfahrung. Deutschland investiert auch viel in Forschung und Innovation. Besonders im Bereich Ingenieurwesen gibt es viele spannende Entwicklungen. Außerdem gibt es zahlreiche Förderprogramme für Studierende. Wer engagiert ist, kann viele Unterstützungsmöglichkeiten finden. Das gilt auch für internationale Studierende. Trotzdem gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Eine spätere Entscheidung über den Bildungsweg wäre gut. Mehr Durchlässigkeit zwischen den Schulformen könnte helfen. Auch eine Modernisierung der Schulen ist dringend nötig. Mehr Investitionen in Bildung könnten viele Probleme lösen. Digitalisierung muss eine größere Rolle im Unterricht spielen. Weniger Bürokratie würde das Studieren für viele erleichtern. Deutschland hat ein starkes Bildungssystem, aber es muss sich weiterentwickeln. Bildung sollte für alle zugänglich, flexibel und zukunftsorientiert sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und jetzt, zum Abschluss dieser Episode, möchte ich euch eine Geschichte über Albert Einstein erzählen, einem der größten Denker der Menschheit, dessen Leben und Arbeit uns alle dazu inspirieren, nie aufzugeben und immer weiter zu lernen. Albert Einstein, der heute mit seiner Relativitätstheorie in Verbindung gebracht wird, hatte als Kind und Jugendlicher nicht den besten Start. Tatsächlich galt er in der Schule als träumerisch, ruhig und oft schwer zu motivieren. Viele seiner Lehrer dachten, er sei nicht besonders talentiert und hätte keine Zukunft. Besonders in den klassischen Schulfächern wie Mathematik und Physik hatte er anfänglich Schwierigkeiten. Einstein selbst erzählte oft, dass er in der Schule oft Schwierigkeiten hatte, den traditionellen Unterrichtsstil zu verstehen. Er hatte einen ganz anderen Ansatz, die Welt zu sehen und zu begreifen. Die Lehrer mochten seine kritische Denkweise nicht, da er es gewohnt war, Fragen zu stellen, die nicht immer zur Lehrbuchantwort passten. Oft fühlte er sich in einem System gefangen, das nicht seinem kreativen und unkonventionellen Geist entsprach. Doch anstatt sich entmutigen zu lassen, entschloss sich Einstein, seinen eigenen Weg zu gehen. Er verbrachte Stunden, Tage und Jahre damit, sich mit den Themen zu beschäftigen, die ihn wirklich interessierten: Mathematik, Physik und Philosophie. Er las viele Bücher, führte eigene Experimente durch und dachte intensiv über komplexe Themen nach. Die Fragen, die ihm immer wieder durch den Kopf gingen, waren nicht die gewöhnlichen, die in der Schule gestellt wurden, sondern Fragen, die weit über das hinausgingen, was er im Unterricht lernte. Er fragte sich, wie das Universum funktioniert, was Zeit wirklich bedeutet und wie Raum und Bewegung miteinander verknüpft sind. Während er seine Studien fortsetzte, stieß er auf viele Hindernisse. Er konnte an der Universität nicht sofort einen Job finden, da seine Ergebnisse und Noten nicht immer den Erwartungen entsprachen. In dieser Zeit hätte er leicht aufgeben können, aber Einstein gab nie auf. Er verstand, dass es nicht nur um schulische Leistungen ging, sondern um das kontinuierliche Streben nach Wissen und Wahrheit. Er selbst sagte einmal: Ich habe keine besondere Begabung.
Ich bin nur leidenschaftlich neugierig, diese Neugier trieb ihn an. Schließlich, nachdem er monatelang gearbeitet und geduldig nach Antworten gesucht hatte, entwickelte Einstein seine bahnbrechenden Theorien, die die Welt der Physik für immer verändern sollten. Doch der Erfolg kam nicht sofort. Viele seiner Kollegen und Wissenschaftler zweifelten zunächst an seinen Ideen, und viele seiner Theorien wurden abgelehnt. Doch Einstein hielt an seinem Wissen und seinen Überzeugungen fest und ging weiter. Die Zeit gab ihm schließlich recht, und seine Relativitätstheorie revolutionierte unser Verständnis von Raum, Zeit und Gravitation. Es ist wichtig zu verstehen, dass Einstein nicht von Anfang an ein Genie war, wie wir ihn heute sehen. Was ihn auszeichnete, war seine Leidenschaft, seine Ausdauer und die Tatsache, dass er nie aufhörte zu lernen. Während viele ihn in seiner Jugend für mittelmäßig hielten, zeigte er der Welt, dass wahre Genialität nicht nur aus natürlichen Fähigkeiten kommt, sondern auch aus einer unaufhörlichen Neugier und der Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln. Einstein selbst sagte einmal: Es ist nicht so, dass ich so klug bin, es ist nur, dass ich länger mit den Problemen bleibe. Diese Worte sind so wertvoll und zeigen uns, dass der Schlüssel zum Erfolg oft nicht in einem schnellen Durchkommen liegt, sondern in der Fähigkeit, bei Herausforderungen dran zu bleiben und kontinuierlich zu lernen. Die Moral der Geschichte ist klar: Erfolg ist nicht immer eine Frage der natürlichen Begabung, sondern des Durchhaltevermögens, der Leidenschaft und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und ständig nach Wissen zu streben. Auch wenn du dich manchmal von Rückschlägen entmutigt fühlst, denke daran, dass jeder große Erfolg eine Geschichte von Herausforderungen und Ausdauer ist. Wie Einstein es zeigte, können auch die, die als durchschnittlich gelten, Großes erreichen, wenn sie nicht aufhören zu träumen und zu lernen. Ich hoffe, dass diese Geschichte euch inspiriert, eure eigenen Träume zu verfolgen und niemals aufzugeben, egal wie steinig der Weg auch sein mag. Denkt daran, die wahre Reise ist nicht das Erreichen des Ziels, sondern das ständige Streben nach Wissen und das Durchhalten, auch wenn es schwierig wird. Also bleibt neugierig, bleibt dran, und lasst euch von nichts aufhalten, genauso wie Einstein es tat. Bis zum nächsten Mal.